Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute geht es um den Online-Monitor. Da wurde ja viel dran gearbeitet und alle sind ganz stolz drauf. Also habe ich mir mal die Mühe gemacht, den mal im Detail anzugucken, was er denn nun wirklich so kann und wie diese endgültige Version, die ich ja jetzt auf meiner Box habe, wie die genau funktioniert. Zu Anfang ein paar Worte zum Online-Zähler. Den hat es immer schon gegeben, allerdings war der nie so komplex und ordentlich aufgebaut wie jetzt. Also der baut sich so auf, dass er die aktuellen Datenvolumen aufsummiert. Und zwar einmal für heute, für gestern, die aktuelle Woche, den aktuellen Monat und den Vormonat. Dabei muss man immer dran denken, der rechnet immer nach Kalendern. Also es geht immer um 0 Uhr los und endet wieder um 23:59 Uhr und es fängt am 1. des Monats an und endet am letzten des Monats. Und was zusätzlich da noch zu sehen ist, sind die Verbindungen in der Zeit. Das war in der Zeit, wo meine Box sich ständig resettet hat oder die Verbindung verloren hat, war das sehr interessant. Da konnte man nämlich hier nachlesen, wie oft er sich neu verbunden hat. Und inzwischen sieht man ja, das ist jetzt wieder bei mir gut geworden. Final hat es dann geklappt. Für die Leute, die Online-Volumen haben, ist das auch interessant, hier schon mal nachzugucken, wie viel sie schon verbraucht haben. Aber AVM hat da eine bessere Methode. Die gibt es auch schon länger. Da kann man hier weiter hier unten hin scrollen und da kann man den Verbrauch im Abrechnungszeitraum ablesen und auch über Tarifbearbeiten einstellen. Bei mir ist das jetzt einfach maximal, weil das ist nicht möglich, da unendlich einzustellen, dass er das einfach aufsummiert, sondern er erwartet da einen größeren Wert und wo dieser Online-Zähler noch nicht so komfortabel war, da war das der einzige Weg rauszukriegen, wie viel Daten man überhaupt verbraucht hat in der Zeit. Nun ja, und hier läuft er dann hier immer vom ersten bis zum letzten und da kann man auch einstellen, wenn man zum Beispiel einen Vertrag hat, der nicht am ersten des Monats anfängt, weiß ich nicht, am 20. oder am 15. oder irgendwann, da kann man das so einstellen, dass er ab dann den Zähler nullt. Das ist sehr sinnvoll, damit man eben weiß, wie viel Online-Volumen man gerade in diesem Abrechnungszeitraum verbraucht hat. Und man kann hier zusätzlich noch einstellen, dass man eine Warnung bekommt. Einmal als Push-Nachricht und zusätzlich noch als LED, die dann an der Box direkt anfängt zu blinken, wenn man das Volumen erschöpft hat. Als nächstes haben wir hier die Verbindungsdetails. Da ist vor allem interessant, dass die DNS-Server verschlüsselte Verbindungen benutzen. Weil das kann man nicht so einfach erkennen. Da muss man hier nachgucken, ob er nämlich eine verschlüsselte Verbindung verwendet. In dem Fall sagt er hier, die aktuell genutzte Verbindung für Standardanfragen ist DOT verschlüsselt. Da hat man sonst keine Chance, das irgendwo nachzulesen. Es steht nur hier. So, und jetzt kommen wir zum Online-Monitor. Der Online-Monitor ist relativ kompliziert, finde ich. Also was man da alles einstellen kann. Am Anfang habe ich es nicht richtig verstanden, wie es funktioniert. Aber inzwischen habe ich es ausprobiert, was man da alles so einstellen kann. Und ich habe das durchgetestet und ich erzähle es euch jetzt, dann müsst ihr das nicht nochmal neu testen. Also zum ersten ist es so, es gibt erstmal 3 verschiedene Reiter hier. Einmal insgesamt, Top-Verbraucher und einzelne Geräte. Diese Einstellung, erfasste Geräte, hat auf die ersten beiden überhaupt keinen Einfluss. Also egal, was ich da einstelle, dieses Insgesamt rechnet mir immer insgesamt aus. Er kennt da gar nichts. Das richtet sich eher nach dem hier Heimnetz, Gastnetz und IPTV. Ganz unabhängig, welche Geräte ich hier oben erfasst habe. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil man könnte den ja ausblenden in dem Reiter hier, wo man ihn nicht braucht. Es ist nämlich so, wenn man jetzt hier weitergeht, werden dann die Top-Verbraucher angezeigt, also die Geräte, die am meisten Daten gebraucht haben. Und dann bei Einzelgeräte, da kommt noch ein Auswahlfeld hinzu. Und hier arbeiten die eigentlich zusammen, also die erfassten Geräte und die Auswahl anpassen. Die sehen gleich aus, also auf den ersten Blick denkt man, das ist dasselbe. Das sieht hier so aus und das hier sieht genauso aus. Da. Und da war ich am Anfang etwas verwirrt und dachte, warum muss ich die denn hier doppelt auswählen? Aber das ist schon relativ sinnvoll. Also wie ist das gedacht? Bei den erfassten Geräten wird erstmal festgelegt, welche Daten überhaupt oder welche Geräte überhaupt überwacht werden. Da kann man bis zu 40 Stück auswählen. Das steht jetzt hier auch erstmal nirgends, das steht dann hier. Da 40 Netzgeräte kann man auswählen. Gut, so viel habe ich im Moment gar nicht, also kann ich dann 40 Geräte auswählen. Die erscheinen aber hier erstmal gar nicht, sondern die erscheinen dann erst, wenn man hier bei Auswahl anpassen aus den 40 wiederum welche auswählt. Und je mehr ich da jetzt auswähle, jetzt packe ich da nochmal 4 hinzu,
Hier kann man nämlich nur 12 auswählen. So, jetzt tauchen die hier nämlich erst auf, wenn ich die da ausgewählt habe. Und jetzt kann ich die auch noch selektieren. Also man kann hier jetzt die Daten für die einzelnen Geräte erstmal alle abwählen. Leider gibt es ja keinen Button, alle weg. So, und jetzt schaltet man die nach und nach ein, je nachdem, was einen da interessiert, wen man dann da haben will. Die einzelnen Geräte, so, die kommen dann immer dazu und werden dann aufsummiert. Also es gibt dann immer ein Komplettbalkendiagramm, sodass man da sehen kann, jetzt was dazugekommen ist. Seht ihr das? Das ist jetzt dieses eine Gerät. Und dann gibt es noch für alle restlichen Geräte, also alle, die erfasst wurden. Das sind wiederum die, die hier in der Liste stehen, werden jetzt angezeigt, wenn ich das hier aktiviere. Das ist bei mir halt nicht so viel. Ich mache mal jetzt wieder weniger, dann seht ihr das besser. Weil ich habe jetzt nur die ausgewählt, so die erfassten. Das war jetzt nur einer, der hier noch dazu kam. Und dann gibt es noch den sonstigen Datenfluss. Das sind also die Geräte, die hier nicht erfasst werden. Aber natürlich irgendwelche Daten, die dann schon noch auftauchen. Also, das sind alle, die nicht erfasst sind und das sind alle, die erfasst sind. Und hier sind aus den Erfassten die ich jetzt nochmal konkret einzeln hier sehen möchte. So, ich finde es ein bisschen kompliziert. Ich hätte das lieber in so eine Auswahl gepackt, aber sie haben es halt so gelöst. Vor allem finde ich es schwierig, dass da oben so ein Ding ist und hier unten so ein Ding zum Auswählen. Und dass hier, wenn man auf Insgesamt geht, bleibt dieses Erfasst-Geräte. Aber es hat, wie gesagt, keinen Einfluss. Ich habe zum Beispiel hier, ich habe Gastnetz, da hat er Geräte erfasst, obwohl die nicht in meiner Liste stehen. Also bei erfasste Geräte kann ich euch zeigen, hier bei Gastnetz habe ich überhaupt nichts erfasst. Ist alles leer, ist kein Reiter drin. Trotzdem zeigt er hier an. Das heißt, er erfasst immer alle aus dem Gastnetz und zeigt die auch an, wenn ich diesen Button drücke. Bedeutet im Umkehrschluss, dieser Reiter erfasste Geräte hat hier bei dem Insgesamt-Dings gar nichts zu suchen, sondern der ist überhaupt nur interessant für die Einzelgeräte, um die Vorauswahl zu treffen, wo Daten überhaupt gesammelt werden. Bei den Top-Verbrauchern habe ich es noch nicht so ganz verstanden, weil die jetzt zufällig auch unter meinen erfassten Geräten sind, die hier stehen. Aber ich nehme mal stark an, auch hier hat erfasste Geräte keinen Einfluss. Weil dann am Ende wird ja nur hier sonstiger Datenfluss übrig bleiben, wenn ich die da alle rausnehme. Aber na gut. Kann sein, dass da hier irgendein Einfluss ist, aber ich glaube es eigentlich nicht. So gut, wenn man das also jetzt erfasst hat, dann kann man jetzt hier die einzelnen Geräte dazu schalten und sieht die einmal für den Downstream und für den Upstream. Der ist hier unten nochmal. Das ist bei den insgesamt, bei den Heimnetz und Gastnetz auch so. Allerdings kann man jetzt hier nicht die einzelnen Geräte aus dem Gastnetz sehen, sondern sieht den Upstream wiederum für die einzelnen Priorisierungen. Finde ich verwirrend, ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hier Upstream und Downstream aus dem Gastnetz sehe und diese Geschichte mit den Priorisierungen nochmal in einer anderen Karte sehe. Weil das hat ja hier mit dem hier gar nichts zu tun. Aber gut, so haben sie es gelöst. Also das ist nur bei Upstream und das ist bei Downstream. Und die einzelnen Gastnetzgeräte aus dem Upstream kann ich so gar nicht sehen. Die müsste ich dann hier einzeln auswählen und dann habe ich hier wieder Upstream, Downstream für einzelne Geräte. Also sagt mal selber, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das logisch findet oder nicht. Wie gesagt, bei mir hat es einen Moment gebraucht, bis ich kapiert habe, wie das gedacht ist. Und naja, ein bisschen ausprobieren war auch nötig. Was super ist, dass ich hier auch Daten habe aus vergangener Zeit, obwohl zwischenzeitlich die Fritzbox schon ein neues Update bekommen hat. Also vor 2 Monaten hatte ich noch eine andere Version drauf und sie hat diese ganzen Daten nicht gelöscht. Also es ist wirklich immer noch alte Daten, die sie hier in die Statistik mit aufnimmt. Also ich muss mal, wo seht ihr das am besten? Was weiß ich. Also hier, das sind Daten aus grauer Vorzeit, ja. 18.06., da habe ich auf jeden Fall noch eine andere Version drauf gehabt. Und trotzdem sind die Daten noch vorhanden. Das heißt, die werden über die Version hinweg gespeichert und auch ausgewertet. Das ist ein tolles Konzept, finde ich super. Haben wir ja schon bei den Labor-Updates gesehen. Da waren ja immer Daten vorhanden, obwohl ich ständig neue Labor-Updates aufgespielt habe. Okay Leute, soweit zum Online-Monitor. Ich denke, das reicht fürs Erste. Und als nächstes werde ich mich um die einzelnen Filter kümmern, denke ich. Bis dann, macht's gut, viel Spaß im Netz. Bis bald. Tschüss.